Einen wunderschönen guten Morgen wieder aus Tokio. Woohoo! Diesmal mit einem komplett anderen Thema, und zwar, wie es mir so mittlerweile geht und negative Dinge, die mir an Japan tatsächlich nicht so gefallen, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. So, legen wir los. Ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon, oh Gott, es ist bald ein Jahr her, seit ich hergeflogen bin, hergezogen, was auch immer. Und die Zeit vergeht wirklich wie im Fluge. Und ich habe in der Zwischenzeit wirklich so gemerkt, ja, klar, jeder, der mich kennt, jeder, der meine Tweets liest, ich liebe einfach dieses Land. Und es gibt eigentlich kaum etwas, was ich hier an dieser kleinen, süßen, niedlichen Insel auszusetzen habe. Aber es gibt doch noch ein paar Dinge, tatsächlich, die ich hier und da manchmal im Alltag finde, die vielleicht nicht so ganz astrein sind. Menschen sind wahnsinnig unterschiedlich und so fassen auch Menschen Städte auf, wenn sie das erste Mal herkommen. Ich habe zum Beispiel auch Menschen kennengelernt, die kamen das erste Mal nach Tokio und waren komplett überfordert, wussten überhaupt nicht, wo sie hin sollen, ja, haben sogar geweint und alles und haben mich auch gefragt, sag mal, war das kein Kulturschock für dich, als du das erste Mal nach Tokio gekommen bist? Und für mich war es eigentlich, nein, es war für mich relativ normal. Ich habe mich sofort eigentlich in die Stadt verliebt und habe auch eigentlich, ja, nichts Abschreckendes auch empfunden. Ja, die Stadt ist groß, aber ich finde, sie hat nichts Negatives an sich. Es ist eine Stadt, da kannst du dich abends ohne Angst zu haben einfach sicher bewegen und es gibt alles und alles ist wirklich bis zur Unendlichkeit gefühlt offen und ja, es gibt eigentlich, ja, auch Gedanken wie zum Beispiel Heimweh kann ich zum Beispiel nicht nachempfinden. Natürlich, klar, ich vermisse meine Familie, ich vermisse meine Freunde, aber dass ich so das Bedürfnis habe, nach Deutschland zurückzufliegen, das habe ich ehrlich gesagt eigentlich nicht. Essen ist für mich eine sehr wichtige Angelegenheit und jeder weiß ja, dass Deutschland doch sehr bekannt ist für das gute Brot. Ich war letztens auf einem Brotfestival in Yokohama und habe dort wahnsinnig gutes Zwiebelbrot bekommen und habe es gefeiert und habe es innerhalb von 2 Tagen verzehrt und habe Gott sei Dank Freunde, die mir auch zum Beispiel Zwieback schicken per Post, denn das gibt es hier leider nicht. Das habe ich auf dem Brotfest auch gefunden, habe es probiert, allerdings war es eher Blätterteig mit Zucker, mit sehr, sehr viel Zucker. Es war also leider nicht unser guter, alter Brandmarken-Zwieback. Heimweh habe ich in diesem Sinne also eher nicht. Klar, natürlich, ich bin weit weg und alles und ich habe eher so die Einstellung, ich möchte lieber meine Freunde, meine Familie herholen und ihnen das hier alles zeigen, einfach weil es so schön ist und wenn mich jemand fragen würde, möchtest du zurück nach Deutschland, würde ich sagen, na, bist du verrückt? Nein, niemals, ich will nicht, ich kämpfe. Und das habt ihr vielleicht eventuell auf Twitter ja auch mitbekommen mit meinem kleinen Visumskampf. Dass es wirklich nicht so leicht hier ist, ja. Das ist zum Beispiel einer der negativen Punkte, aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Das war jetzt aber eher so die persönliche Schiene. Kommen wir nun zu den Dingen, die mich persönlich ein bisschen, ja, sagen wir, nicht stören, aber irritieren. Wobei es gibt, oh Gott, doch, es gibt eine Sache, die ist nicht schön. Sie ist klein, sie ist schwarz, manchmal auch braun. Sie ist schnell, sie kommt plötzlich und leise und meistens, wenn es schon draußen dunkel ist. Gokiburi. Fucking Kakerlaken. Ich habe ja schon Probleme gehabt im Sommer, weil es wahnsinnig heiß war. Aber diese kleinen Wesen, die haben wirklich auch schon meine Arachnophobie doch wirklich übertroffen. Denn ich muss schon sagen, mit den kleinen Springspinnen hier kann ich umgehen. Die kann ich auch noch, ja, notfalls selber beseitigen, das geht. Aber diese Kakerlaken, diese Riesendinger, wenn die plötzlich vor einem sind, sind so wahnsinnig schnell. Gott, furchtbar. Es ist... Oh, nein. Ich bin so froh, dass Herbst ist und dass sie scheinbar langsam aussterben und... Oh, nein. Leute, also das kann ich euch sagen. Die Wohnung kann noch so sauber sein. Ich habe sogar in... Wo war das? Hamamatsucho, als ich draußen rumgelatscht bin, tote Kakerlaken gesehen auf der Straße. Zu den Hochhäusern. Ja,
Oder bei irgendwelchen japanischen YouTubern, die eine wahnsinnig riesige Bonzenwohnung haben, die total steril sauber aussieht. Und selbst da kommen Kakerlaken vor. Sie sind überall, die kommen durch irgendwelche bescheuerten Schlupflöcher. Und es ist widerlich. Ah, naja. Und was kann man dagegen machen? Es gibt wunderschönes Spray, es gibt wunderschöne Fallen. Sieht man die hier zufällig im Hintergrund? Ich glaube gerade nicht. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Dinge, die man dagegen tun kann. Gott sei Dank. Danke, Japan. Ich liebe dich. Eine Sache gibt es auch noch, die eigentlich nicht so unbekannt ist. Das Obst ist wahnsinnig teuer. Es ist so wahnsinnig teuer. Es ist so teuer. Ja, das wird sich auch nicht ändern. Es ist nichts Negatives, aber was mir persönlich aufgefallen ist, als ich das erste Mal 2014 nach Japan kam, kam mir die Stadt unendlich groß vor. Ja, selbst die Kreuzung in Shibuya, die schien mir gigantisch. Erst gestern war ich wieder in Shibuya, lief so über die Kreuzung und es wirkt alles mittlerweile kleiner. Also die Stadt wirkt gar nicht mehr so monströs, wenn man länger hier wohnt. Es wirkt alles ein bisschen komprimierter und auch die Kreuzung, selbst Shinjuku wirkt für mich nicht mehr gigantisch. Das war ja für mich, Shinjuku war der erste Stadtteil, in dem ich jemals war, als ich hier gelandet bin. Deswegen war ich so, oh mein Gott, wow, Hochhäuser, wow, sugoi. Ja, und mittlerweile denke ich mir, oh ja, das ist da, der Laden ist da. Peace, yo. Passt. Ich habe es wirklich geschafft, mittlerweile noch nicht ins Krankenhaus persönlich selber zu kommen, habe aber einer Freundin geholfen. Und ja, Ärzte und Medikamente in Japan sind auch wohl scheinbar so ein Fall für sich. Ich hoffe, ich komme nie so großartig in die Bredouille, großartig ins Krankenhaus zu müssen. Wird bestimmt kreativ werden. Ich wollte eigentlich noch bemängeln, dass es hier keine Lakritz auf dieser kleinen Insel gibt, denn ich liebe Lakritz, ich liebe Salmiak, ich liebe alles. Na gut, das ist der halbe Finne in mir. Aber es gibt tatsächlich online einen Shop in Japan, der Haribo Lakritzschnecken verkauft. Ich war wirklich so, wow, oh mein Gott, und dann für wie viel Geld? Es geht lustigerweise, es sind ungefähr 200 Yen. Ist verkraftbar. Und noch ein Problem. Ich hätte so wahnsinnig gerne ein Haustier. Ich bin ein absoluter Katzenmensch. Aber natürlich, Katzen fühlen sich überall wohl. Allerdings denke ich mir, die Wohnung ist doch etwas klein. Aber denen kann ja auch Abhilfe geschaffen werden, denn ich halte mir wenigstens meine kleinen, süßen Marimos. Das sind süße kleine Algenbälle und oh mein Gott, mein Gesicht sieht so geil aus in der Spiegelung. Ja, meine kleinen, treuen Freunde. Ja, sie sind toll. Sie sind aus Sapporo übrigens. Sie sind echte Nordlichter wie ich. Was gäbe es noch für Probleme? Es ist auch wieder so eine persönliche Sache. Und zwar ist es für mich doch ein bisschen die Sprache. Natürlich, es geht mit Japanisch. Ich kann mich mittlerweile auch hier und da auch unterhalten, verständigen. Es geht und sagen, was ich will oder was ich für Wehwehchen habe. Mir ist aber aufgefallen, mein Lernprozess ist ganz anders als der von anderen Leuten. Denn mit wem ich mich auch unterhalte, alle beschweren sich darüber, dass sie Probleme mit Kanji hätten. Es ist eigentlich total interessant, denn irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, der Kanji liebt und ich habe irgendwie gar keine Probleme mit Kanji. Was mir ein bisschen Probleme bereitet, sind die Grammatik und hier und da natürlich manchmal Keigo. Keigo geht, aber ja gut, Grammatik halt in erster Linie. Es ist ja irgendwie anders und ich habe irgendwie mir fällt es leichter, Sätze schriftlich zu formulieren, auf jeden Fall, natürlich mit der Hilfe des Internets, haha, Cheater, als sie plötzlich verbal verfassen zu müssen unter Zeitdruck, wenn ich ein Gegenüber vor mir habe. Dann gibt es noch eine Angelegenheit, die nicht schlimm ist. Sie verwundert mich nur ein bisschen, und zwar ist es die Angelegenheit mit dem Müll. Die Japaner unterscheiden zwischen brennbarem Müll, nicht brennbarem Müll und Sodaigumi, Sperrmüll, genau. Und sie entsorgen auch Pfandflaschen. Ja gut, sowas wie Pfand gibt es hier nicht. Allerdings, wenn diese PET-Flaschen abgeholt werden, sortieren sie jedes Mal die Kappe, also quasi den Deckel, und packen das in den normalen brennbaren Müll. Ich frage mich, warum? Hat das einen tieferen Sinn, eine Bedeutung, irgendeine Machenschaft, die das irgendwie
beschlossen hat. Ich weiß es nicht. Es ergibt für mich auf jeden Fall irgendwie keinen Sinn. Und eine Sache, an die ich mich wirklich gewöhnen musste, ist die Frauenrolle in Japan. Einfach ganz schlicht, dass die Frau eigentlich eher den Haushalt führt und der Mann arbeiten geht. Und die Frau quasi das Geld des Mannes verwaltet. Es ist komplett anders als in Deutschland. Ich kenne das eigentlich gar nicht, denn ich zum Beispiel habe vorher nur gearbeitet, alles selber finanziert. Deswegen war es für mich wirklich so ein Umschwung. Und deswegen bin ich auch der Meinung, nein, ich möchte nicht nur hinter dem Herd stehen, ich möchte auch arbeiten. Und noch eine Sache. Oh mein Gott. Der Service in der deutschen Botschaft. Könnt ihr den bitte ein bisschen verbessern? Das ist echt eine Zumutung manchmal. Just saying. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Studentin, die dies als Hausarbeitsthema hatte. Und zwar geht es allgemein um quasi, ja, es ist ein offenes Thema, ja, das Thema Sex in Japan. Und ich bin schockiert, wie wenig Japaner eigentlich Bescheid wissen. Also sprich, ein Großteil der Japaner verhütet à la Coitus Interruptus und hat dementsprechend den Gedanken, oh ja, da passiert ja nichts, das wird schon gut laufen, finde ich bedenklich, denn ja, was auch wirklich ein trauriges Faktum ist, die Abtreibungsrate in Japan ist wirklich sehr hoch aufgrund, ja, dieser mangelnden Kenntnis, sag ich mal. Deswegen denke ich, so etwas wie, weiß ich nicht, Dr. Sommer würde einigen Leuten hier vielleicht ganz gut tun. Da fällt mir noch ein, was ich auch sehr erschreckend fand. Ihr kennt sicherlich diese komischen Yes- und No-Kissen aus irgendwelchen Yonkoma, aus irgendwelchen Comicstrips oder Fanarts. Die gibt es wirklich. Und die sind wirklich für Frauen, die die Klappe nicht aufkriegen, die wirklich sagen wollen, oh du Schatz, heute ist okay, oder oh du Schatz, nee, lass mal stecken. Ist wirklich so. Das hat mich schockiert. Ich dachte mir, warum? Warum kann man mit seinem Freund oder mit seiner Freundin nicht darüber reden? Man hat so ein komisches Ding im Gesicht und damit kann man sprechen, Worte formulieren. Ja, und zum Schluss noch die Sache mit dem Visum. Ganz kreativ ist das. Also es ist nicht leicht und ich frage mich wirklich, wie einige Leute das hinkriegen. Natürlich, es ist gut und alles so, wie es ist, aber wenn man wirklich hier bleiben möchte, muss man sich wirklich dementsprechend den Arsch aufreißen. Es ist wirklich so. Es ist nicht so, dass Leute einfach herkommen und wegen so, oh ja, hey, ich bin jetzt hier bleibe ich, haha, hier ist jetzt mein Stammplatz. So einfach macht es Japan einem nicht. Und ja, ich saß schon manchmal dran und dachte mir, echt ungerecht. Naja. Also so an sich sind die Sachen eigentlich sehr übersichtlich. Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, absolut schrecklich, oh mein Gott, absolut furchtbar. Letzten Endes so mega lang bin ich eigentlich auch noch nicht hier. Es sind bisher eigentlich nur ein paar Monate so gesehen und mal sehen, was ich in ein paar Jahren vielleicht drüber sage oder ob ich dann sage, du mit deinen blöden PET-Flaschen, wenn ich mir das Video später nochmal anschauen sollte. Auf jeden Fall, es ist ein Land, das ich sehr liebe, was ich jedem empfehle, bei dem ich sage, hey, kommt her, schaut's euch an, es ist super geil. Nur nicht im Sommer, wenn ihr keine Kakerlaken wollt oder absolute Hitze. Und ja, es bleibt zu sagen, Japan for the win und haut rein. Man hat so ein komisches Ding im Mund, das... Was hatte ich denn noch? Irgendwie war der Abschluss merkwürdig. Will ich noch was aufnehmen? Ich glaube nicht.